Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Fake Red Order. Ich bin es am Superfix und wir starten hier nun langsam richtig los mit dem 5. Lostbelt. Beim letzten Mal sind wir hier in eine Stadt gegangen, die deutlich über allem war, was wir hier erwartet haben. Eine kulturell und technologisch weiterentwickeltes Stadt, als wir jemals gesehen haben. Wir wurden hier enttarnt als Chaldea-Soldat und... okay, wir dürfen nur Musashi nehmen. Ist aber nicht schlimm, weil... Inzwischen haben wir ja alle hier immer diese krasse CE zum Anfang. Und Masti, du bringst mir jetzt ehrlich gesagt nicht so hart viel. Deswegen gebe ich dir einfach, gib mir den 2013 und wenn es dann geht, wechseln wir Waiver einfach dann ein. Und übrigens Pant, Leute. Pant wird MVP hier werden mit ihrem Bonus-Damage gegen Greek Enemies. Zumindest wurden wir enttarnt. Wir wurden von einem ganz normalen Typen angegriffen, der ultimativ stark war und uns hier platt gemacht haben. Doch, glücklicherweise haben wir hier Beistand bekommen von einer wunderhübschen Dame. Und zwar von Miyamoto Musashi. Wir haben die Weltenreisen ja schon mal am Anfang von Atlantis gesehen, dass sie hier ist und mit dem Solomon, also in Anführungszeichen Solomon, unterwegs ist. Steckt natürlich jetzt die Frage, wie viel dahinter steckt, aber es ist schon mal sehr interessant gewesen. So, wie gesagt, Pant wird hier definitiv MVP sein, weil Pant wird alles vernichten mit ihrem Bonus-Damage gegen befreundeten Gegner. So, das ist übrigens ein random Typ, den wir auf der Straße getroffen haben, Mann. Und er ist halt auf Servant-Niveau. Einfach so. Danke, Balder. So, ich brauche... Genau, das brauche ich. Das brauche ich. Sehr schön. Masti, Mauer hält alles aus. So, Critical Up. Ja, klar, Musashi wird halt einfach nur noch stärker. Why not? So, dann machen wir hier den hier. Waiver Boy is in the hood. Und jetzt machen wir einfach nur noch Fett Damage. Aber richtig fett. Ja, das mal erstmal schön. Und dann. Rough Wood. Und ja, Stärke gegen Greek with Quality. Die hört sich sehr glücklich an. So, ich habe jetzt kein Defense ab. Das könnte jetzt übrigens übel werden, wenn der Penta greift. Aber egal, liebe Leute. Pent Damage. Ja, ein Tipp für dich. Sei einfach nicht Greek. Sei einfach nicht Greek. Das wäre die beste Devise für den heutigen Tag, aber leider hast du es verkackt. Darf ich Penta? Genau. Schreibt Waiver an, Mann. Der Take das, Mann. Ich weiß zwar nicht, was Waiver der getan hat, aber scheinbar mag sie nicht. Mich hat es, wie gesagt, auch beim letzten Mal sehr bestürzt, dass Sherlock schon wieder gekommen ist. Ich hatte echt Angst vor meinen guten Sherlock. Na gut, wir buffen jetzt Musashi, aber es ist hart unnötig. Weil, ihr seht, es ist nicht mehr die Musashi, mit der wir uns durch Shimosa gequält haben, diese MP5. Und wird halt den einfach mit einem Schlag vernichten. Alter, Mann, unser geiler Buster-Streak, Mann. Also selbst wenn er das MP irgendwie überleben würde, was ich jetzt mal gar nicht mal glaube. Oh mein Gott, Mann, und sie bekommt doch noch nicht MP, Mann. Yeah, cutting the void. Ja, ganz in Ordnung, Damage. Ganz in Ordnung, der Damage, Mann. So, okay. Schöner Fight. Und, Leute, Brutal Fatality. Schnappt die Früchte und Mann. Ich habe keinen Bock, mich die danach zu farmen, Mann. Und deswegen freue ich mich umso mehr, weil das bedeutet mehr Ressourcen für Roma. Also, zu einem Servant, den es hier gibt, den wir jetzt aus Spoilergründen schon erwähnt haben, aber einfach mal ignorieren. I'm losing how? They're just only human or expert. Too bad. Hyoka left me a sheer ability and training, but he knows absolutely nothing about recombat. Forgive me. Das erste Blut ist nun offiziell vergossen. Well done, I mean it. Will you tell me your names again, Chaldeans? Miyamoto Musashi of Nitenichiru. Demi-Servant. Und ich bin Maxi, ich habe leider keinen so coolen Titel. Doch, Last Master of Humanity. Musashi Maxi. Olympus will never let you escape with your lives. We will kill you on that.
You have my word. Enemy hostile completely silenced. The battle is over. I wasn't planning to take his life directly. I'm sure you weren't. That's why I did it. There's a problem with it, Maxi? No. Well, yes. But it's okay. Good. Now, do you know what we need to do next? Get away from here as fast as we can, right? Very good, remember? You're in the heart of the enemy territory now. So, get used to making calls like that. I'm sorry. Anyway, I'm so glad you're all okay. Did I manage to make it in time at the start of the adventure? Sure did. Thanks for showing up to save us. Mal wieder. You bet. Whenever Chaldeans are later, I'll be there to help. I still have to pay you guys back for letting me stay there after all. Anyway, I know you have a lot to catch up on, but right now we should focus on getting out of here. Like I said, this is the heart of the enemy territory, so we don't want to stick around. No, the way out of my town, Mesh. Yes, I do. Execute an escape route right now. Great. I knew you had a keen eye over the stuff. How about you, Mr. Detective? Can you stand? I can. I would have seen bleeding stopped as well. Thank you, Miss Miyamoto. I don't know what I would have done if you hadn't come along. It would also seem you're right now. Right, and you know, take a look. Uh-oh. Uh-oh. Fire! Multiple Olympian soldiers spotted. Master! Mesh, we need a new route now. Right, but I'm afraid all 3 major roads have been blocked. Then we can take this back alleys. They're nice and twisty, perfect for making a getaway. That would seem to make more sense than moving about in the open. But won't our enemy be more familiar with the lay of the land than us? True, that's why we just have to trust our luck when it comes to whether or not we run into any anyway. If we do, we just have to cut them down and keep moving. Okay, let's get going. Right. Also, Gegner zusammenhacken und hoffen, dass wir den Weg überleben. Guter Plan, liebe Leute. Immer ein guter Plan. Wieso laufen alle unsere Pläne so aus? Können wir nicht mal einen Plan haben mit, wie wir reingehen und wie wir dann wieder rausgehen? So. Ich brauche jetzt mehr Schnell, oder? Okay, ich muss Musashi nehmen, aber... Muss ich sie in der Frontline mitnehmen? Eigentlich nicht, oder? Das ist natürlich praktisch. Warte mal, dann machen wir das so. So. Was, liebe Leute? Time for back over damage, Mann! MLB Black Rail geht jetzt! MLB Black Rail ist übrigens sehr, sehr nice, liebe Leute. Sehr, sehr nice. Okay, läuft genauso chaotisch, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Ich meine, ganz ernsthaft, Mann, wenn sie in Atlantis so ja gleich mal mit den großen Geschützen gefahren haben, dagegen ist es ja fast entspannend. Aber wenn wir überlegen, Large-Scale Annihilator. Was geht's hier? Home Support. So, da muss man ja sagen, ist das ja fast im Endeffekt wenig. Auch wenn ich ehrlich gesagt nicht weiß, was das für eine eklige Kugel ist. Ein Zerstörer. Na gut, Zerstörer. Weißt du, wie es ist, Zerstörer, weißt du, wie es ist, zerstört zu werden? Das gleiche raufhält, mein Freund. So. Then it's time for big Umu Damage, Mann. Irgendwie habe ich das Gefühl. Schau dich mal an. Die kleine Nero hier, meine Nero, Level 100 Grailed. Irgendwie das Schwert von ihr wirkt irgendwie 10-mal so lang wie das von der Bride Nero. Naja. Und dann ist es Zeit für Big Umu Damage, Mann. Emma! Ja, ganz in Ordnung. Mit der habe ich gestern auch die, auch die Challenge Quest beim Fate Requiem Event geschafft. Nur so als kleiner Anekdote. Und zwar ist halbwegs solo. Viele Torte. Und übrigens, die Attack-Up hat nicht getriggert, gell? Also, sonst hätte sie ja nochmal 40% mehr Attack-Up gehabt. Aber okay. Das ist ganz in Ordnung ein Umu-Damage, liebe Leute. So, Rector-Course. Brauchen wir nicht, liebe Leute. Gib mir diese blöden Divine-Dinger, Mann. Ich brauche unbedingt diese Fruit of Longevity. Das ist so wichtig, Mann. Alle anderen Items interessieren mich nämlich nicht. Ah, doch, diese Spirit Veins da, die brauche ich auch. Ja, das ist rough.
I swear, is everyone in Olympus as strong as the Lostbelt? Cause it sure feels like it. I'm not detecting magic energy readings nearby. I think we managed to lose them for the time being. I use a talisman to put up a concealment bar on the field. It's not much, but it should give us a moment to breathe. You did great, Master. You just ran off the equivalent of a 1500-meter dash at full speed. You should use this chance to take some deep breaths and replenish your oxygen levels. Would it help to sit down? No, I'm okay, thanks. Don't forget to rest up yourself much. I won't. Thank you, Master. Foo-foo! Right, thank you, Foo. That's very considerate. I guess it wasn't just that the first Olympian soldier who turned out to be incredibly strong. No, it wasn't. These people have all been powered up in an unheard of degree. It feels like humans were brought up to a rock spirit level while still somehow remaining human. And they're not just physically strong, their mental toughness is off the charts too. They did even better than I at losing an arm. Yes, well, you can understand why they might be so fired up, as they say nowadays. They are fighting for the world just as much as we are for ours. No doubt they have their own loved ones which they wish to protect here. It's a little wonder they would put up such a tremendous fight. There was always a chance that we might need to fight our way through the local populace in previous Lostbelts. Now it would seem that possibility has become reality. Naja, war ja im ersten Lostbelt zumindest teilweise auch so. Meaning every person in this Lostbelt, that is, everyone who lives here in Olympus, should now be considered an enemy. Das war definitiv schon immer so. Everyone in this Lostbelt? Zeus' relation was extremely effective. From now on, we should consider the entire city to be on the lookout for us. Suffice to say, the Olympians are simultaneously innocents who depends on the tree of emptiness for their survival, and vicious enemies who will take any chance they can to end us. Yeah. Which is exactly why we need to hold our heads high. Not we need to beat them or we need to be strong, but we need to hold our heads high, huh? He really does have his head screwed on straight. I didn't even have to break out a pip talk. I guess that they have both seen a whole lot of words in the time between Russia and here. Alright, this really isn't time to let our guard down and relax, is it? Besides, we don't know if these people can still hear us through the battlefield or not. They can't. Strong as they may be, the Olympian soldiers are limited by their human perception capabilities. Their defensive systems do seem able to sense magic energy, but given the sheer amount of found in the atmosphere, the addition of a few servants shouldn't draw any notice. So as long as we don't have, say, a divine spirit class 7 among our ranks, or they don't try to find us something similar to us as a god's own eyes, we should be safe for. Mr. Holmes? As I was saying, something similar to a god's own eyes could be able to detect the boundary itself. A god, in this case, referring to being as surpass our common understanding of magecraft and rock spirits. In other words, to a god or being roughly on par with one, we would appear to be totally out in the open. Die Menschen sind Heldengeister und ihre Waffen sind Götter. Top! An enormous magic energy reading is headed away. 90 meters, 20, 10. It's coming from the other side of the ally. It was a humanoid. It was definitely shaped like a human, but it was much too big to be one. It resembled nothing so much as a giant. Was ist das für ein Klopskerl? The sound of metal scraping together pierced the air. Intruders detected. Initiating elimination. It was a bronze giant. Ja, sauber! Nicht nur Menschenheldengeister, sondern auch Göttermaschinen.
Ja, klar, und wir haben ja noch nicht mal die lustigen Servants oder die, vergessen wir es einfach. Sagen wir lieber die Fruit of Eternity. 2 Fruit of Eternity, sehr gut. Das wird noch ein sehr schöner Akt. Aber okay. Mit Musashi. Und Musashi carried uns hier auf MP5. So, ist die Frage. Warte mal, sie fängt doch mit 50% an. 50%, 50%. Okay, warte mal, dann machen wir es anders. Wartet, wir nehmen sie. Und dann brauche ich im Endeffekt Waiver nicht. Waiver ist in dem Fall jetzt nicht so im Endeffekt das Beste. Ich brauche im Endeffekt nur 50% Charge. Okay, den habe ich so. Und dann ist die Frage, Ellie oder Pent? Guck mal sehen hier. So. Für Starbomb wird es nochmal lang hin. Das müsst ihr einen hinten aus meiner Reihe raustun. So, zack, zack. So, für ja, so lang's. Gibt's zwar offiziell nicht mehr, aber egal, passt. So, und dann machen wir das, was wir am besten können. Götter vernichten. Section 3, Olympus Reception, Second Half. Tja. Und ich glaub's, können wir jetzt bekämpfen. Okay. Musashi, verlasse mich auf Drift. Intruders detected. Initiating elimination. Auch die, schon so geil, wie viele CG-Bilder es hier gibt. A Bros Giant. According to the myth, it is a monster. Now I see. It must have incorporated legend from the island of Rhodos. So the gods themselves must have minted this Bros Giant. And now in Olympus they have no doubt developed it as an automatic defense system for the purpose of eliminating intruders. Its magic energy readings are too high for my senses to measure. This output is unparalleled for divine spirit, and its magic energy type isn't like any other kind of giant. A Bros Giant, huh? I guess this means we really are in Greece. It doesn't look like it blades so much against it either. Alright, that's it about let us go down without a fight. Mesh? Maxi? Not that I found us we have got no choice but to send this hard-head packing. Get ready to fight, Mesh. Rising out your next weapon, engaging combat mode. Our functional fine-tuned, working properly, spiritual awakening, ready as well within standard parameters. There goes nothing. I fought and trained all sorts of different worlds. I've lost track of how many monsters I've cut down. I'm sure I've never fought a Greek Bros Giant before, but now's a good time as any to see if I can cut through it. Now, have it you! Okay, liebe Leute, dann, nett und freundlich, müssen wir nun gegen dieses Monster kämpfen. Wie gesagt, ich verlasse mich auf meine MP5 Miyamoto Musashi, die man hoffentlich nach Abschluss der Kampagne erhält. Das wäre mal Belohnung für einen Abschluss, für eines Events, finde ich. Okay, liebe Leute, Fatal Battle. Ich denke mal, das ist so ein Kampf, den man nicht mehr gewinnen kann. Aber wir versuchen es trotzdem. Oh, Home Support, sehr schön. Schöne Karten. Hätte ja gerade 2 Starbombs machen müssen, oder? So, fette Attack ab. So. Jetzt hat Musashi leider ein paar ihrer Punkte verloren, aber das ist trotzdem in Ordnung. Stärker. Stärker. Alles auf einen Zug setzen. Definitiv das. Increase Buster, genau. Und increase dieser Drop Rate for Returns der Kunden. Also. Ottomo! Dann Ottomo mal das Viech weg, bitte. Zack! Was war das Damage? Huhuhu! Habt ihr dieses krass sicke MP-Gang gesehen? Das ist, wenn man ihren ersten Skill aktiviert. Das ist so mördermäßig stark, Mann. Und einfach mal hier ein wunderschönes MP-Refunded, Mann. So kehrt sich das, liebe Leute.
Wir beenden es mit einer schönen Buster-Karte. Buster Crit! Was? Weg da, Klopskerl! Hat er einfach kein Katz aktiviert, der miese Typ. Sowas finde ich ja gar nicht cool, Mann. So, oh, und das Item ist auch schön. Das brauche ich auch, liebe Leute. So, wenn man die ganzen, wenn man schon Olympus Servants hat, aber nicht die Materie, also nicht die Stages farmen kann. So, und den zweiten Fight. Okay, wir können noch Musashi nehmen, aber das ist nicht schlimm. So, wir tun es jetzt mal in die Hinterhand, denn weil ich ihn hier gerade gesehen habe, bin ich einfach mal auf die Idee gekommen. Why not, ist die gute Frage. Why not, liebe Leute? Kleinen Teddy-Move. Teddy-Move. So, packen wir meine gute CR. Wo haben wir es? Ich finde es nett. Ich finde es nett. Oder, ich würde Painting hier aktivieren. Painting lieber. Also Painting, dann Ellie brauchen wir nicht hier dann. Da müssen wir Waiver reintun, genau. Wenn ich Waiver finde. Ich finde nicht. In dem Fall können wir auf die C verzichten. Oh, langt immer noch nicht. Schade. So, passt. Und zack, zack, zack. Mal so hin. Für den Fall, dass doch mal einer down gehen sollte. Und... Ah, nee, warte, machen wir was anderes. Nein, nein, nein. Hä? Wo bin ich jetzt? Komm, mein Gott. Interessiert mich nicht. So, ich packe hier meine Queenie ein. Queenie? Queenie! Für meine Queenie nicht. Da. Okay, und dann ist einfach Zeit für ein bisschen Super Rhyme Buster Critten, hoffe ich. Weil, scheinbar steht dieses Ding hier... geht dieses Ding leider nicht so leicht down, da müssen wir wieder nachhelfen. Musashi! Nice cover there, Mesh. Okay, you handle the fence. I'm going to try an all over nothing full power 5-strike combo there on the right arm. It'll get down! Amazing. She made it a crack in its arms with a combo using a flat side of a sword. And actually managed to completely sever its right arm. The Brosmet Giant's magic energy readings are fading rapidly. If you can cut him with one trick, then keep hitting until you can. Split in half just like old man Diago's stone lantern. I see. I have to remember that one. Woo-woo! No problem. The swords of peace are... Something doesn't feel right. It's almost as if the battle still isn't over. Hack den anderen Arm ab! Musashi? Sorry, Maxi. It looks like my gambit didn't work at all. The giant's severed right arm is reattaching itself. It's completely restored, and the Brosmet and magic energy readings are rising back to unknown levels. A self-restoration mechanism, well, it would be truly fascinating to learn more about how it works. Well, damn, that's exactly what I hate about fighting things that don't bleed. How are you guys holding up? You're ready for round 2 with this thing? I'm ready. How about you, Maxi? This time we take it down for real and make our getaway. Now, that's what I like to hear. Thanks for getting me fired up. Unfortunately, there's no way we can take this thing down without attracting more soldiers. So let's find a way to do it fast as we possibly can. Whatever it takes, we beat it hastily in retreat. Oh, shut up. I wasn't talking about you. Alright, big guy, get ready. This time, I'm taking your head right off. Also, Round 2 gegen den kleinen süßen Riesen von nebenan. Sollte irgendwie schon machbar sein. Zumindest hoffe ich das. Wir hätten theoretisch, fällt mir gerade auf, wenn er jetzt nur einen Breakbar hat, hätten wir theoretisch auch Caesar nehmen können. Einfach Caesar und Skadi hätte gut werden können. Okay, jetzt hat er die Breakbar, okay. Learning Ability. Was hast du da? Gain resistance against all attacks. Increase defense. Und wieso machst du sowas? Das finde ich jetzt gar nicht nett. Warte mal. Okay, mit ihm habe ich 2030 ausgerüstet. Ich habe mir gerade überlegt, mit wem wir das ausgerüstet haben. Passt. So, Marlin. Und dann Buster Crit Time, oder?
So, ich brauche den Defense ab. Dann habe ich noch 50%. Ich werde jetzt meine EP nicht refunden können, aber das ist wurscht. So. Einfach Big Damage hier mit Super Ryan. Das geht schon, liebe Leute. Wir hätten was gerade am Ende nehmen sollen. Egal, liebe Leute. Ich habe schon weiter mit dem gekämpft, Mann. Deswegen bin ich nur ein Halbmann dieser Damage. Mich interessiert jetzt, was er mit seinem Bonus-Damage hier macht. Vielleicht muss man diesen Kampf mit Musashi machen. Jo, man muss den wahrscheinlich mit Musashi machen. Man muss diesen Fight definitiv mit Musashi machen, ansonsten kann man ihn wahrscheinlich nicht schaffen. Aber ist nicht so schlimm. Ganz einfach. Weil who cares, liebe Leute, Mann. Das Viech denkt nämlich, es kann sich mit nur anlegen. Also ich meine, Musashi wird trotzdem kommen, aber ich möchte jetzt einfach mal schauen, ob wir den breaken können. Oh. Ich mag sowas nicht, wenn das so, wenn man da mal speziell selber nehmen muss. Ich habe jetzt Musashi natürlich nicht dabei und jetzt muss ich erst warten, bis meine Beine sterben. Gönn, Junge! Oh, jetzt verteilt er Burns. Also Super Ryan, weil Super Ryan ist einfach ein Munu-Penner. So. Theoretisch könnte ich meine Charaktere retten. Aber das muss ich eigentlich gar nicht machen. Weil ich habe ehrlich gesagt nicht allzu viel davon. Deswegen. Ne, ich will MP refunden. Obwohl, nee, refundet doch so sein MP. BAM! Damage Resistor. Ich bin so cool und hab Damage Resistor. Ich bin so stark. Ich bin der Pokémonster. So, jetzt kommt der Musashi. Und wer kommt noch? Ach, die Queenie. Passt. Oh. Alter, was war das für ein Crit, Mann? So, eine Bride. Ach, hab ich nicht Musashi. Doch, ich hab Musashi mitgenommen, aber wahrscheinlich in der Backrow. So, eigentlich ist mir wurscht, was du machst. Ich stand dich jetzt. So. Force Support und so, liebe Leute. Force Support. Ich nehme die Summons mit denen mitnehmen will, Mann. BAM! Ich liebe den Typen so sehr, Mann! Ah, der hier steht wieder auf. Kacke, Mann. Jetzt habe ich keine Super... Oh doch, ich habe Super Ryan-Karten. Ich habe Super Ryan-Karten. Ich nutze Super Ryan-Karten. Mir ist wurscht, wie viel Guts du jetzt hast, Mann. Aber langsam belangt's mir, also. Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3. So, und jetzt? Team. Also steht wieder auf, das wird natürlich eklig. Grand Outro, Baby, Mann. Ich sehe da Special Damage Resist. Da hast du eine Special Damage Resistance. Oh, Leute, so schöne Items, man braucht mal alle. Ich sage euch, es wäre 1000 leichter gewesen, hätten wir Musashi genommen. Wahrscheinlich, Musashi hätte einfach durch das Ding durchgehauen oder so. Aber egal, liebe Leute, war viel cooler. Okay, liebe Leute, dann würde ich sagen, machen wir jetzt an dieser kleinen Cut und beim nächsten Mal geht es dann weiter mit Let's Play Fake Red Order. Bis dann, haut rein und viel Spaß fürs Zuschauen.